wurde in den letzten Jahren immer lauter in mir. So laut, dass ich mich zwischen all meinen Erinnerungen und Erfahrungen, die ich in Russland und Deutschland gesammelt hatte, zwischen dem, was gerade in der Welt und in meinem eigenen Leben vor sich geht, und zwischen dem ganzen Lärm da draußen feststellen musste, dass ich gar nicht weiß, wo ich mich eigentlich zu Hause fühle. Wo ist meine Heimat? Wo ist mein Zuhause? Und gibt es da überhaupt einen Unterschied? In welcher der beiden Kulturen, Sprachen, mit welcher Mentalität fühle ich mich wohl? Und wo fühle ich mich willkommen? In Russland geboren, verbrachte ich meine ersten 10 Jahre in Sibirien, zwischen Großstadt und Dorf. Ich habe ausschließlich positive Erinnerungen an diese Zeit. Wir lebten wie die meisten Familien damals. Jeder hatte plus minus das Gleiche, was nicht viel war, und hat versucht, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Als Aussiedlerfamilie sind wir wie viele auch in den 90er Jahren zurück in das Land unserer Vorfahren, nach Deutschland, um hier ein hoffentlich besseres, stabileres Leben führen zu können, als es damals in Russland der Fall war. Ich erinnere mich, wie sehr ich mich darauf gefreut hatte. Ich war alt genug zu verstehen, dass wir für immer weggehen, dass wir Familie und Freunde zurücklassen, und dennoch war ich voller Vorfreude. Die ersten 10 Jahre in Deutschland lebte ich zusammen mit meinen Eltern in einer Kleinstadt in der Südpfalz. Meine Familie integrierte sich sehr schnell in das neue Leben. Für meine Eltern war von Anfang an klar, es führt kein Weg zurück. Und so wurde das deutsche Leben samt Gepflogenheiten, Regeln, Festen und sogar die Annahme einer Religion zu unserer neuen, täglichen Realität. Für mich bestanden diese 10 Jahre aus Schule, Erwachsenwerden und neue, unerwartete Erfahrungen machen als Aussiedlerkind. Bereits in der Grundschule traf ich auf die ersten Hänseleien und Ablehnungen, weil ich anfangs der deutschen Sprache nicht mächtig war. Auf dem Gymnasium dann war es nicht viel anders. Es gab immer mal den einen oder anderen Schüler, der einen unangemessenen, nennen wir es Witz, auf Lager hatte. Vor allem aber traf ich damals zum ersten Mal auf Erwachsene, auf Lehrer, die mich und die 2 anderen Aussiedlerkinder in meiner Klasse irgendwie anders behandelten als den Rest. Als Kind konnte ich das nicht klar identifizieren. Ich fühlte natürlich instinktiv, dass etwas komisch war, aber wenn man mittendrin ist, dann ist das für einen selbst die Normalität. Es gab selbstverständlich auch Lehrer, die das Potenzial in mir sahen und mich unterstützten. So wie mein Grundschullehrer, der mich nach nur einem Jahr in Deutschland bereits aufs Gymnasium schickte. Ich hatte auch deutsche Freunde, aber irgendwie war dennoch immer das Gefühl da, dass ich anders bin als sie. Was ja letztlich irgendwie auch stimmte. Nach der Schule verließ ich die Kleinstadt, in der ich mich nie wirklich wohlgefühlt hatte, und zog nach Berlin, um zu studieren und mir dort mein eigenes, neues Leben aufzubauen. Hier in der Großstadt fühlte ich mich zunächst anders. Ich war eine von vielen Studenten, die von überall auf der Welt kamen und die unterschiedlichsten Geschichten mitbrachten. Ich war nicht mehr das Aussiedlermädchen. Es war egal, woher ich kam. Und wenn sich doch einer dafür interessiert hatte, dann aus einer positiven Neugier heraus, die Türen öffnete, anstatt sie zu schließen. Während der 12 Jahre, die ich in Berlin lebte, reiste ich öfter zurück in das Land, in dem ich geboren wurde. Ich besuchte Verwandte, Freunde
und absolvierte sogar ein Auslandssemester in Russland. Mein Interesse an meiner ersten Heimat, wie ich sie damals nannte, wuchs mit der Zeit immer mehr und ich wollte mehr über die Geschichte der Russlanddeutschen im Allgemeinen, aber auch und vor allem über die Geschichte meiner direkten Vorfahren, meiner Großeltern und Urgroßeltern erfahren. Dort, in Russland, machte ich aber wiederum Erfahrungen mit Ablehnung, nur diesmal von der anderen Seite. Ich bekam immer wieder zu hören, ich könne nicht mehr so gut Russisch sprechen. Ich wäre keine richtige Russin mehr. Ich hätte mich verändert. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl bekam, weder richtig deutsch zu sein, noch russisch. Zum ersten Mal spürte ich mit jeder Faser meines Seins, dass ich tatsächlich weder vollkommen das eine noch das andere war. Vielmehr hatte ich beide Teile in mir vereint, die es unmöglich machten, sich einer bestimmten Seite voll und ganz zugehörig zu fühlen. Während einer meiner Russlandbesuche hatte ich dann das große Glück, ein paar der Geburtsorte meiner Großeltern zu besuchen. Ich will hier gar nicht groß auf die Geschichte der Russlanddeutschen eingehen. Nur so viel. Meine Großeltern beiderseits waren alle 4 sogenannte Wolgadeutsche. Sie lebten in deutschen Siedlungen an der Wolga, die im Zweiten Weltkrieg von den Russen aufgelöst wurden, aus Angst, die Deutschen könnten sich mit ihrem Vaterland verbünden und sich gegen die russische Bevölkerung wenden. Also wurde die deutsche Bevölkerung in weite Teile der Sowjetunion deportiert, wo sie letztlich ums Überleben kämpfen musste. Ich erfuhr von der grausamen Geschichte, von den vielen schweren Schicksalen meiner Familie, erst als ich bereits älter war. Davor hatte ich mich wohl nie ernsthaft dafür interessiert. Doch als ich dann mit Mitte 20 an dem Geburtsort meines Großvaters stand, als ich ein Stück Erde, auf der er seinerzeit gelaufen war, auf der er die ersten unschuldigen Jahre seines Lebens verbrachte, in die Hand nahm, liefen mir Tränen über meine Wangen. Ich fühlte plötzlich eine starke Verbindung und mit ihr einen Schmerz, der bereits seit mindestens 3 Generationen meiner Familie vorhanden war. Es war eine Welle von Ablehnung, von ständiger Suche nach einem Zuhause, von Ankommen und Aufbrechen, von einem Gefühl der Heimatlosigkeit. Nach diesem Besuch fing etwas in mir an, sich zu verändern, zunächst unbemerkt, dann aber immer mehr und mehr. Ich fing an festzustellen, dass ich mich unterwegs auf Reisen wohler fühlte als in meiner Wahlheimat Berlin und dass ich unterwegs mehr ich selbst sein konnte, was auch immer das heißen mag. Meine Reiselust wurde immer stärker und mit ihr kamen mehr und mehr Fragen nach meiner eigenen Identität auf. Wer bin ich? Warum bin ich da, wo ich gerade bin im Leben, in der damaligen Beziehung, in diesem Job, in dieser Stadt? Ist es das, was ich wirklich will? Irgendwann kamen die Antworten, zumindest einige. Die Konsequenz war, ich kündigte meinen Job, beendete meine Beziehung, verließ Berlin und begann, noch mehr zu reisen. Vor 4 Jahren veränderte sich dann plötzlich die ganze Welt. Und aus unterschiedlichen Gründen fand ich mich erneut in einer Kleinstadt in Deutschland wieder. Diese Zeit entfachte aufs Neue das Gefühl in mir, fehl am Platz zu sein. Diesmal mehr denn je. Es ging nicht mehr nur um meine Nationalität oder wo ich mich tatsächlich zu Hause fühle, in Russland oder Deutschland. Mein Bewusstsein hat sich in den letzten 4 Jahren stark verändert. Meine Sicht auf die Welt
auf die Menschen und die vielen verrückten Dinge, die in unserer Zeit vor sich gehen. Mein Verständnis von Heimat hat sich verändert. Heute kann ich voller Überzeugung sagen, dass meine Heimat meine Eltern sind, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sein mögen. Was die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nationalität, einem Land oder einer Kultur betrifft, so weiß ich heute, ich habe über die letzten 38 Jahre viele verschiedene Eigenschaften aus beiden Kulturen in mir vereint und sie zu einem einzigartigen Mix gemacht, der mich persönlich ausmacht. Ich fühle mich weder als Russin, obwohl Russisch eine meiner Muttersprachen ist, ich viele kulturelle Bräuche sowie die wilde Natur und die Weiten des Landes liebe, noch fühle ich mich als Deutsche, obwohl ich, seit wir Russland verlassen haben, nur noch die deutsche Staatsbürgerschaft besitze, hier die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe und sehr dankbar für die vielen Möglichkeiten in meinem Leben bin, die sich erst durch ein Leben hier ereignen konnten. Ein dauerhaftes Leben, ein eigenes Zuhause für mich und meinen Mann, können wir beide uns heute allerdings in keinem der beiden Länder mehr vorstellen. Hier stehe ich nun, am Anfang eines für mich ganz neuen und aufregenden Weges. Ich möchte herausfinden, wo auf der Welt mein Herz, meine Seele sich zu Hause fühlen. Was es ist, das mir in meinem heutigen Leben, in meinem Alltag wirklich wichtig ist. Von welchen Menschen möchte ich umgeben sein? Wo fühle ich mich willkommen und angenommen mit allem, was mich ausmacht? Ein neues und spannendes Kapitel beginnt für mich und ich freue mich, dich daran teilhaben zu lassen, ganz im Rhythmus dieses Kanals, auf eine achtsame, reflektierte und entschleunigte Art und Weise. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.